Nachhaltige und solide Investmentprojekte sind Mangelware und nur äußerst schwer zu finden. Umso erfreulicher ist es, wenn ein Projekt vielversprechend startet und bereits zu Anfang gute Ergebnisse liefert. Wir werden uns heute eine kleine Zusammenfassung unseres Codisa-Projektes sowie der dazugehörigen Zen Ventures DAO etwas genauer anschauen. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Aller Anfang ist schwer. Tja, vor allem, wenn man etwas komplett Neues erschafft. Viele nehmen uns mit Codisa und Zen Ventures noch nicht so wirklich ernst, aber das wird sich in den nächsten Monaten auf alle Fälle ändern. Warum? Weil wir nach und nach liefern werden und die Kritiker davon überzeugen werden, dass wir es wirklich ernst meinen. Die beiden Projekte entwickeln sich sehr, sehr gut, wenn auch zugegebenermaßen etwas langsam, aber dafür organisch und natürlich. Für diejenigen, die Codisa und Zen Ventures noch nicht kennen, verlinke ich das dementsprechende Konzept und Erklärvideo oben, aber auch unten in der Videobeschreibung. Für diejenigen, die es trotzdem jetzt gleich wissen möchten, mache ich eine kurze Zusammenfassung der Konzepte. Fangen wir mal mit Codisa an. Codisa ist ein lupenreines Community-Projekt. Wie funktioniert die ganze Sache? Codisa erzielt aufgrund der Tatsache, dass die Community mitarbeitet, gewisse Einnahmen. Diese können zum Beispiel sein, dass auf der Plattform von Codisa Werbung geschaltet wird, dass manche Verkäufer auf der Plattform tätig werden können, aber auch durch Provisionen und Umsatzbeteiligungen dieser erwähnten Verkäufer. Aufgrund dieser Tatsache, dass Codisa wegen der Community erst in den Genuss kommt, diese Einnahmen zu erzielen, schüttet Codisa auch einen Teil der Einnahmen wieder an die Community aus, sodass hier ein gewisser Kreislauf entsteht und hier ein Geben und Nehmen stattfindet. Zen Ventures hingegen funktioniert etwas anderes. Im ersten Schritt verkauft Zen Ventures an die Mitglieder NFTs, also nicht fungible Token, Kryptowährungen, und bekommt hier natürlich im Austausch Kapital. Dieses Kapital wird dann in einen Investmentpool angelegt. Mit dem Kapital, das in dem Investmentpool liegt, wird vornehmlich Cashflow erzielt und dann wird man sich vornehmlich darauf fokussieren, dass man Investments herauspickt, die kontinuierlichen Cashflow erzielen, und einmal im Monat gibt es für die Käufer der NFTs dann wieder Gewinnausschüttungen. So viel mal zu den beiden Konzepten in ganz, ganz wenigen Worten zusammengefasst, und jetzt werden wir mal in den nächsten Minuten auf die Fortschritte dieser beiden Projekte genauer eingehen. Fangen wir mal mit Codisa an. Welche Fortschritte hat Codisa die letzten 2-3 Monate zu verzeichnen gehabt? Als allererstes lässt sich mal erwähnen, dass die erste Ausschüttung wir erfolgreich hinter uns gebracht haben. Es wurden insgesamt 0,8 Ether netto ausgeschüttet, zum Teil über das Bonusprogramm, zum anderen Teil über das Treueprogramm. Weiterhin ist es auch so, dass die Transaktionskosten komplett von Codisa übernommen wurden. Das heißt, diese 0,8 Ether wurden, wie schon erwähnt, nach Abzug aller Kosten real ausgeschüttet. Wichtig für euch zu wissen ist, dass immer noch bei Anmeldung bei Codisa die ersten 3 Monate ihr komplett ohne Aktivitäten, das heißt ohne etwas dafür tun zu müssen, an diesen Ausschüttungen partizipieren könnt. Wenn ihr da Interesse daran habt, es ist völlig kostenlos, ihr müsst keinerlei Zahlungsinformationen oder persönlichen Daten aus dem hinterlegen. Ihr könnt es euch einfach mal kostenlos und unverbindlich angucken. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Auf alle Fälle bekommt ihr auch ein kleines Begrüßungsgeschenk bei der Anmeldung, zumindest momentan noch. Die Ausschüttungen, die werden auch definitiv kontinuierlich anwachsen. Warum? Weil das Konzept um Codisa so konzipiert wurde, dass ein stetiges, organisches und nachhaltiges Wachstum in den Ausschüttungen erzielt werden kann. Zu guter Letzt möchte ich auch noch erwähnen, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, also Anfang April, bereits schon wieder 0,26 Ether zur Ausschüttung bereitstehen. Das heißt, wir haben noch nicht einmal ein paar Tage dieses Monats angebrochen und schon sind wir bei 0,26 Ether. Mal gucken, wie der Monat April noch so wird. Wie sieht es bei Zen Ventures in der Zwischenzeit aus? Auch nicht weniger erfreulich, sogar ziemlich gut. Die Februarausschüttung, die hat 10 Euro betragen, beziehungsweise gemessen am NFT-Kaufpreis sind das 2%. Eigentlich wären aber 20 Euro, also 4% möglich gewesen. Die Community hat sich aber dafür entschlossen, weniger auszuschütten, damit ein Teil in der Organisation verbleiben kann und somit Zinseszinseffekte erzeugt werden können.
Die März-Ausschüttung war ähnlich, da waren wir bei 12 Euro oder einem prozentualen Gegenwert von 2,4% gemessen am NFT-Kaufpreis. Allerdings wären auch hier wieder mehr möglich gewesen. Wir hätten eigentlich 15 Euro ausschütten können, somit 3% für diesen Monat. Aber auch hier hat sich die Community wieder in der Mehrheit dafür entschieden, das Kapital zum Teil in der Organisation zu lassen, um es weiter arbeiten lassen zu können. Der Kapitalpool, sprich der Gegenwert des Kapitals, steht momentan bei 94%, was meines Erachtens ein ziemlich gutes Ergebnis ist, bedingt durch die Tatsache, dass wir die letzten Wochen relativ stark steigende Preise bei Bitcoin, Ether und Co. gesehen haben. Der Kapitalpool hält sich also relativ wacker und auch gemessen an dem Ausgabeaufschlag haben wir relativ gute Arbeit gemacht. Warum? Ich habe in meinen Mittwochspräsentationen, die immer abwechselnd um 11 und um 20 Uhr stattfinden, immer mal wieder ausgerechnet, dass der Ausgabeaufschlag bei Zen Ventures, wenn man die Hintergrundaktivitäten und die Provisionen, die wir ebenfalls bezahlen möchten, herannimmt, das in einen Ausgabeaufschlag von 17% mündet. Das heißt, für jede 100 Euro, die ihr investiert, habt ihr erst einmal bei Start nur einen Gegenwert von 83 Euro. Und wie ihr hier seht, haben wir diesen Ausgabeaufschlag schon mehr als wieder reingeholt, vor allem, wenn man dann auch die Ausschüttungen noch dagegen rechnet. Meines Erachtens ein sehr eindeutiges Zeichen, dass der Asset Manager hinter Zen Ventures wirklich hervorragende Arbeit leistet. Was lässt sich zusammenfassend noch sagen? Natürlich wird es auch bei Codisa und Zen Ventures aufs und ab gehen und es wird bessere und schlechtere Zeiten geben. Mittel- bis langfristig sind wir aber meines Erachtens auf einem extrem guten Weg, wie die ersten Monate schon eindrucksvoll bewiesen haben. Wir haben definitiv gute Strategien und auch ein sehr gutes Verständnis vom Kryptomarkt, was uns dabei helfen sollte, langfristig schöne Renditen aus dem ganzen Kryptomarkt herauszuziehen. Wir lernen auch kontinuierlich dazu. Das geht nicht nur mir so, das geht allen anderen auch so, denn wir haben, ich würde mal sagen, ein sehr, sehr großes Interesse an dem Kryptomarkt. Für mich ist es ja auch sehr, sehr faszinierend, jedes Mal wieder die neuen Innovationen zu entdecken und auch zu entdecken, welche Möglichkeiten der Kryptomarkt für uns bereithält. Wenn ihr uns auf dieser Reise mit begleiten wollt, wie schon gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Die Zen Ventures NFTs könnt ihr ebenfalls über Codisa erwerben. Dann bekommt ihr sogar noch ein Willkommensgeschenk bzw. einen kleinen Bonus obendrauf. Verpasst das also nicht. Aber auch wieder anders gesagt, ihr braucht keine Angst haben, etwas zu verpassen. Warum? Weil dieses Projekt definitiv gegründet wurde, um zu bleiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Das würde uns dabei helfen, dass die Inhalte mehr Verbreitung finden, dass der Kanal mehr wachsen kann. Und ihr könnt auch euch so erkenntlich zeigen, wenn ihr es schätzt, dass ihr diese Videos kostenloserweise regelmäßig von uns zur Verfügung gestellt bekommt. Danke und bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin. Ciao.